Wir sprechen heute Abend über das Thema, wo ist Gott? Meine Freunde, mit dem Thema ist es so lala, so eine Sache. Das sieht nämlich aus, als wenn wir uns aufmachen müssten, Gott zu suchen. Muss man das wirklich? Muss man das wirklich? Kennen Sie die Geschichte, die ganz im Anfang der Bibel steht, von Adam und Eva, die eines Tages sich hinter den Büschen des Gartens versteckt hatten? Kennen Sie die Geschichte? Vielleicht haben Sie eine dumpfe Ahnung, nicht? Die hatten das getan, was nicht recht war. Und nun versteckten sie sich. Nun habe ich eine blühende Fantasie und stelle mir mal vor, ich ginge an dem Abend dieses Tages durchs Paradies und treffe da hinterm Gebüsch Adam. Abends sage ich, Adam, was machst du denn hier, sagt der Wilhelm Busch. Ja, sage ich laufe hier rum und denke nach. Ich soll in Nürnberg einen Vortrag halten über das Thema, wo finde ich Gott? Da schlägt der Adam die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, so doof, verzeiht, also, er hat so gesagt, doch. Das ist ja wahnsinnig. Mensch, sagt Adam, das ist doch nicht die Frage, wie man Gott findet, sondern die Frage, mit der ich mich beschäftige, ist, wie werde ich ihn los? Mensch, sag mir einen Platz, wo ich ihn loswerde. Ihr seid ja verrückt, dass ihr fragt, wo man finden kann. Die Frage, die mich beschäftigt und die euch alle bis zum Jahre 1957 beschäftigen wird, ist die Frage, wie ihr Gott loswerdet. Hatte Adam nicht recht? Seht, da sagt der Adam, Gott brauchst du nicht zu suchen, der ist da. Es ist mir mal an einer Geschichte aufgegangen, die muss ich Ihnen erzählen. Ich gebe zu, es ist eine Geschichte, über die man lachen muss. Ich gebe außerdem zu, dass ich sie oft erzählt habe. Sie dürfen ruhig lachen und auch vielleicht sagen, ich kenne sie schon. Also wie ich noch in Ihrem blühenden Jugendalter war, da war ich Student. Verzeihen Sie mal zwischendurch, werde ich überall verstanden? Wo werde ich nicht verstanden? Tadellose Lautsprecher, herrlich. Ich kann nicht bayerisch sprechen, Schwäbisch könnte, aber bayerisch kann ich nicht. Wir werden uns aneinander gewöhnen in der Sprache. Glaubt ihr, dass es geht, so mit das Sprechen? Ja. Also wie ich junger Student war in Tübingen eine studentische Vereinigung. Die hatten ein großes Haus und einen großen Saal und eines Tages machten sie eine große Veranstaltung. Sie luden Professoren ein, Oberbürgermeister, Prominente, die saßen dann so vorne. Ich war auch eingeladen, ich saß ganz hinten. Bei den Studenten fängt alles eine Viertelstunde später an. Es war 20 Uhr CT, es sollte beginnen. Die Gäste nehmen Platz. Wir hatten beobachtet, wie der Leiter der Veranstaltung, ich habe den Namen vergessen, sagen wir mal, er hieß Rodenhaus, nicht? Sagen wir mal Rodenhaus, er hieß anders. Geht euch ja nichts an, wie er richtig hieß. Wie der Rodenhaus die Gäste bat, Platz zu nehmen, und dann setzte sich alles, und dann nahmen wir das Programm zur Hand, und da stand drauf, erster Punkt, ein Männerchor singt. Wir starrten den Vorhang an, der noch zugezogen war. Man hörte, wie hinter dem Vorhang der Männerchor sich aufbaute, man hörte das geheimnisvolle Räuspern und so leises Scharren, dann wurde es still, und nun muss losgehen, nicht? Nun muss der Vorhang aufgehen, der Männerchor singt. Aber der Vorhang geht nicht auf.
wird warten 2 Minuten, wir warten 3 Minuten, der Vorhang geht nicht auf. Die Prominenten werden unruhig, die Nicht-Prominenten erst recht. Der Vorhang geht nicht auf. Und dann sehen wir alle, wie der studentische Leiter, Herr Rodenhaus, aufspringt, rausgeht. Und dann geschieht Folgendes, er geht außenrum hinter den Vorhang. Da steht der Männerchor aufgebaut. Mensch, warum singt ihr nicht? Der Vorhang geht nicht auf. Und nun sieht der Rodenhaus, dass sie eine hohe Treppenleiter geholt haben und dass da einer raufgeklettert ist und macht an den Schnüren da oben rum, die sich offenbar verheddert haben. Das ist für den Leiter einer Sache ja scheußlich, gleich im Anfang so eine elende Panne. Und nun hält das Rodenhaus nicht auf, er flüstert drauf, Mensch, geh mal runter, lass mich mal. Gern, sagt der, geht runter und Rodenhaus, etwas kurzsichtig mit Brille, technisch total unbegabt, stürzt oben rauf. Er ist in Aufregung, nicht wahr? Er klammert sich da oben fest und sucht nun. Er dreht seine Beine um die Treppenleiter, die Krawatte rutscht ihm nach hinten, die Hose rutscht ihm nach oben. In dem Augenblick fliegt der Vorhang auf und der Männerchor singt, wer hat dich, o Rodenhaus, aufgebaut so hoch da droben? Nun, wir haben natürlich alle schallend gelacht, wie der Kerl da oben saß, so entsetzt. Und sehen Sie, wie ich da nach Hause ging an dem Abend. Ich habe noch immer gelacht. Ich habe das ganze übrige Programm vergessen. Ich weiß bloß bis heute noch diese furchtbar komische Szene, wie verlegen der arme Rodenhaus da oben auf der Treppenleiter hing. Und dann gehe ich nach Hause durch die stillen Straßen Tübingens und auf einmal erschrecke ich. Ich sehe im Geist noch die Stelle vor mir, wo ich auf einmal stehen bleiben musste, weil mir etwas einfiel. Ich dachte auf einmal, diese lächerliche Szene ist ja ein Bild für das Unheimlichste, das es gibt. Dieser Rodenhaus hatte nicht auf sich aufgepasst. Der Kragen war ihm nach hinten gerutscht und die Hose nach oben, denn er dachte, ich bin ja hinterm Vorhang. Es sieht mich ja keiner. Und auf einmal entdeckt er mit Schrecken, dass er in seiner ganzen armseligen Verfassung auf offener Bühne steht. Und ich musste denken, das ist ja ein Bild für die unheimlichste Wahrheit, die es gibt. Wir alle führen ein gutes Teil unseres Lebens hinterm Vorhang. Wir nennen das unser Privatleben. Und ein guter Teil unseres Lebens spielt auch auf einer Bühne. Ja, unser Berufsleben, wenn wir über die Straße gehen, da sind wir vor aller Augen. Aber es gibt eine Menge in unserem Leben, da sagen wir, das geht keinen was an. Das ist meine Privatangelegenheit. Das ist meine Privatangelegenheit. Das spiele ich hinterm Vorhang. Und nun muss ich Ihnen sagen, es gibt kein Privatleben. Keine Sekunde unseres Lebens können wir hinterm Vorhang stehen. Unser ganzes Leben geschieht auf offener Bühne und im Zuschauerraum sitzt ein einziger, schweigend und schaut uns zu, und dieser eine ist der lebendige Gott. Sehen Sie, ich weiß die Stelle noch, sage ich, in Tübingen, wo ich auf einmal erschrocken bin und mir aufging, mein lieber Rodenhaus, deine lächerliche Geschichte ist ein Abbild für das, was die meisten Menschen nicht wissen wollen. Das
ihr Leben auf offener Bühne gelebt wird, dass es kein Leben hinterm Vorhang gibt und dass im Zuschauerraum, im abgedunkelten Zuschauerraum, Gottes Augen uns ansehen. Gottes Augen haben sie angesehen am heutigen Tage. Gottes Augen sahen sie durch dunkle Anlagen gehen. Gottes Augen sahen, ich breche ab, alles. Sehen Sie, das ist es, was Gottes Wort, was die Bibel uns sagt. Wo ist Gott? Ein paar Meter vor dir. Ein paar Meter vor dir. Du brauchst ihn nicht zu suchen. Wenn dir das klar wird, die Sache mit der offenen Bühne, dann verstehst du, wenn Adam sagt, ich suche einen Winkel, wo er mich mal nicht sieht. Es gibt einen Psalm, ein gewaltiges Lied in der Bibel, das davon spricht. Das kann nur ein Mann gedichtet haben, der diesen ungeheuren Schock erlebte, den im kleinen Herodenhaus erlebte, als ihm aufging, es war alles Täuschung, die Sache mit meinem Privatleben. Es ist alles auf offener Bühne geschehen. Gott sah mir zu. Wissen Sie, welcher Psalm das ist? 139. Dort ist das. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Unheimlich. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Nicht einmal die Gedanken gehören ins Privatleben. Kennen Sie das hübsche Lied, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Kenne? Möchte man nicht singen lassen. Sie fliegen vorbei wie flüchtige Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Ist ein Fundslied. Ein Fundslied. Habe ich gern. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die ein bisschen dumm sind und ich muss bei mir heimlich lächeln, wie dumm sie sind. Aber ich sag's da nicht. Dann denke ich so, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Und da sagt mir plötzlich, der Psalm ist ja gar nicht wahr. Auch deine lieblosen Gedanken geschahen vor den Augen Gottes auf offener Bühne. Führe ich gen Himmel, sagt der Psalmist. Nehme ich mir einen Sputnik, da der Sputnik 2, wo der Hund drin ist, setze mich da rein, dann bist du da. Nehme ich eine Tiefseekugel, wie der Professor Pickard, ihr wisst Bescheid oder nicht, dann geniert euch. Setze ich mir eine Tiefseekugel, 8000 Meter tief, in die Tiefsee, werde dich mir in die Hölle, sagt der Psalm. Ungeheurer Schock, dann bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bin am äußersten Meer, ich bin auf offener Bühne. Sehen Sie, ich möchte das, was ich eben ausführte, noch einmal andersrum sagen. Ich möchte gerne, wenn ich so eine Versammlung vor mir habe, am liebsten einmal Zettel austeilen und Bleistifte. Man braucht ja ein bisschen viel Bleistifte, schenken wir es uns. Ich wollte am liebsten jeden Zettel und Bleistift geben und sagen, ich mache eben 5 Minuten Pause. Bitte schreiben Sie auf den Zettel die Antwort auf die Frage, wo ist Gott? Schreiben Sie mal auf, was Sie meinen, wo Gott ist. Und dann sammelte ich das ein. Ich habe sie im Geist eingesammelt. 2600 Zettel. Ich glaube, es stimmt so ungefähr. Der Hausmeister gesagt. Und da weiß ich jetzt schon, ich könnte diese Zettel in 2 Häufchen sortieren. Das eine Häufchen, da kämen all die Zettel hin, wo drauf stände, Gott ist in der Natur. Gott ist in meinem Herzen. Gott ist in meinen Gefühlen, wenn ich Beethovens 9. Symphonie höre, nicht? Oder wie mir einer sagte, Gott schaut mich aus Kinderaugen an. Die Nazis sagten, in unseren Fahnen lodert Gott.
Toll war das nicht, in den Fahnen loderte Gott. Nach der Kundgebung wurde Gott in den Fahnenschrank eingesperrt. Verstehen Sie, auf den einen Haufen, da legt sich all die Zettel, wo man Gott in etwas Innerweltlichem suchte, Natur oder Kinderaugen oder so, wisst ihr, in etwas Innerweltlichem. Auf den anderen Haufen, da kämen die Zettel, wo drauf stände, Gott ist in dem Himmel ferne, wo die Englein sind. Da würde ich fragen, wie weit? 8.000 Meter? 80.000? Hinterm Mond? Hinterm Sirius? Wie hoch? Und dann würde ich die ganzen Zettel nehmen und verbrennen und sagen, beides ist verkehrt. Gott steckt nicht in etwas Innerweltlichem drin, in der Natur oder so, und Gott ist auch nicht in einem fernen, fernen Himmel. Als kleines Kind lernte ich das Lied in dem Himmel ferne, wo die Englein sind. Da habe ich gedacht, dann habe ich keine Chance zu beten. So laut kann ich nicht brüllen, dass er dann mich hören kann. Nicht wahr? Beides ist nicht wahr. Wissen Sie, die Bibel sagt weder, dass Gott in einem ganz, ganz fernen Himmel ist, noch sagt sie, dass Gott in der Natur drin steckt. Wissen Sie, was die Bibel sagt? Gott sagt, fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns, eine Handbreit vor dir, eine Handbreit hinter dir. Er ist, wenn ich jetzt mal in der Sprache unserer Zeit sage, in einer anderen Dimension, aber ganz nah. Wir leben nur in der dreidimensionalen Welt. Gott ist in einer anderen Dimension ganz nah. Ganz nah. Und es gibt einfach keine Chance, ihm wegzulaufen. Jetzt fragt mich vielleicht einer, Mensch, das ist ja unheimlich. Wenn du recht hättest, ist ja unheimlich. Das ist auch unheimlich. Wissen Sie, dass Gott im Zuschauerraum sitzt und wir alles auf einer Bühne spielen, das ist nicht so unheimlich wie die Tatsache, dass der Mensch sich um diese Tatsache nicht kümmert. Ich lese dauernd in der Zeitung so Artikel über die heutige Jugend. Mensch, wenn man das liest, dann müsst ihr ja fantastische Leute sein, nicht? Da kommt immer der Satz, das ist eine wirklichkeitsnahe Jugend. Na, also wirklichkeitsnahe Jugend. Hören Sie, die größte Wirklichkeit ist der lebendige Gott. Und wenn ein Mensch lebt, als wenn er nicht auf offener Bühne spielte und Gott nicht im Zuschauerraum säße, der ist ein Phantast, der geht an der Wirklichkeit vorbei, der lebt schräg, der lebt verkehrt. Ich wünschte, die Nürnberger Jugend würde eine wirklichkeitsnahe Jugend. Das würde bedeuten, dass sie mit der größten Wirklichkeit, die existiert, einmal ernst macht, dass nämlich der lebendige Gott eine Handbreit neben uns ist. Solange ihr das nicht tut, pfeift ihr auf die ganze Wirklichkeitsnähe. Was heißt wirklichkeitsnah? Dass ihr ein Portemonnaie voll haben wollt. Junge, das haben früher die Generationen auch schon gewollt. Nicht? Ich wünschte euch, dass ihr endlich aus der Träumerei meiner Generation rauskämt und man dauernd tut, als wenn Gott so ein kleiner Hobby von Pastoren wäre. Nicht? Und Gott gewissermaßen Verzierung des bürgerlichen Lebens, den man bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen schlecht entbehren kann. Keine Rede! Wirklichkeitsnah werden heißt, die Realität, die Wirklichkeit des lebendigen Gottes einmal erkennen. Ja, jetzt fragt mich einer, mein lieber Pastor Busch, woher weißt du das? Ich will Ihnen ganz kurz darauf antworten. Ich weiß das, weil dieser Gott sichtbar geworden ist, weil er aus seiner Dimension, wo wir nicht sehen, in unsere sichtbare, dreidimensionale Welt kam. Oder ich sage, weil er eines Tages aus dem dunklen Zuschauerraum aufgestanden ist und zu uns auf die helle Bühne trat. In Jesus. Lass mich mal ein dummes Beispiel brauchen, kann jeder sagen, so primitiv, nicht?
Meine Freunde, darf ich in Klammern eben sagen, ich rede hier nicht wie ein Schauspieler, der euren Beifall will, sondern ich habe eine Botschaft, an der ewiges Leben und ewiger Tod hängt. Klammer zu. Das ist also ein ganz dummes Beispiel. Passen Sie mal auf. Da treffen Sie auf der Straße zwei Frauen. Wie sich Frauen so treffen. Sie kommen vom Einkaufen. Und dann begrüßen sie und dann schwatzen sie. Es ist gerade eine Haustüre, wo sie stehen. Und dann schwatzen sie noch länger und dann noch länger. Und auf einmal kommt ein fremder Mann da vorbei und sagt, guten Tag, entschuldigen Sie, wohnt hier im Hause Frau Müller? Die eine Frau zuckt die Achseln und sagt, ich weiß überhaupt nicht, ob es eine Frau Müller gibt. Die andere sagt, natürlich gibt es eine Frau Müller, aber ich weiß nicht, wo die wohnt. In dem Augenblick geht die Haustür auf, es kommt eine Frau raus und sagt, ich höre immer Frau Müller, ich bin Frau Müller. Wer sucht mich? Nicht wahr? In dem Augenblick ist die Sache klar. Ist Frau Müller kein Diskussionsgegenstand mehr, weil sie da ist. Verstehen Sie? Von dem Augenblick, als der lebendige Gott die Wand zerbrach, die ihn von uns trennt, als er auf den Zuschauer, die Bühne trat, als er in Jesus zu uns kam, da hörte Gott auf, ein Diskussionsgegenstand zu sein, weil er gekommen ist. Hören Sie das? Gott ist nicht ein Diskussionsgegenstand. Er ist unter uns getreten in Jesus. Seitdem Gott es sind vielleicht Leute hier, die nie von Jesus gehört haben, ich erkläre Ihnen das nur. Seitdem Jesus, der Mensch Jesus, in dem Gott kam, zu uns gekommen ist alle Gottesleugnung, Unwissenheit oder Bosheit. Haben Sie das mitgekriegt? Seitdem Gott in Jesus zu uns gekommen ist, alle Gottesleugnung, Unwissenheit oder Bosheit. Mein Gott ist die größte Wirklichkeit. Das ist jetzt 14 Tage her, da fuhr ich von Leipzig zurück. Ich fuhr mit dem Schnellzug Leipzig-Berlin, um dort die Flugmaschine zu erreichen. Ich hatte bei einem Kirchentag in der DDR gesprochen. Der Zug war rappelvoll, da ging ich gleich in den Speisewagen. Da saß mir gegenüber ein Herr, der rauchte so eine penetranten Zigaretten, da machte ich so. Da sagte er, entschuldigen Sie. Ich sag, entschuldigen Sie, ich hatte das gedankenlos gemacht. Und da kamen wir ins Gespräch. Und dann stellt sich raus, er ist ein bedeutender Intelligenzler der DDR. Da sage ich, passen wir herrlich zusammen, ich bin Pfarrer aus der Bundesrepublik. Ach, Pfarrer. Da werden Sie wohl Freidenker sein. Ganz richtig. Ich habe nach schweren Kämpfen mich dazu durchgerungen, es gibt keinen Gott. Inzwischen wollten die Kellner uns rausschmeißen, aber nun war das Gespräch so interessant geworden, dass er Kraft seines Abzeichens alles wegjagte und wir blieben miteinander sitzen. Und dann legte er los. Alles Unglück der Menschen kommt vom falschen Denken. Und der erste falsche Gedanke, den die Menschen gedacht haben, ist der, dass es einen Gott gibt. Und da sagte ich, und ich bin überzeugt, der erste falsche Gedanke, der gedacht worden ist der, den der erste Mensch dachte, Adam, dass man sich vor Gott verstecken könne. Dass man ihn loswerden könnte. Und dann gab es Gespräche, auf einmal auf seiner Seite so eine Nervosität, dass ich sagte, Sie sind ihn ja auch nicht los, lieber Herr. Sie sind Gott ja auch nicht los. Wir werden aber los. Ich sage, seit Jahrtausenden versucht der Mensch, nicht? Wir werden ihn los. Sie werden ihn nicht los. Haben wir das verstanden? Jetzt möchte ich Ihnen dazu, einfach zu der Tatsache, wo ist Gott? Dass es eine dumme Frage ist. Wir müssen ihn nicht suchen. Er ist da. Er ist einfach da. Da sitzt er im Zuschauerraum und wir auf der Bühne. Ich möchte zu der Frage Ihnen einfach zwei Bibelgeschichten erzählen, die
einfach die Wirklichkeit Gottes so erschütternd bezeugen. Verzeihung, ich habe immer die Gefahr, dass ich auf einmal zu schnell spreche. Verstehen Sie mich immer noch hinten? Hat er gesagt, ja. Oh, fein. Ach, wissen Sie, mir passiert es manchmal, dass nach dem Vortrag jemand kommt und sagt, war ja ganz schön, aber ich habe nichts verstanden. Und das ist immer furchtbar ärgerlich. Und darum ist mir es lieber, Sie winken dann zwischendurch, nicht gleich. Also, da waren einmal zwei Brüder, die konnten sich nicht ausstehen. Die fielen sich auf den Wecker. Es gibt's nicht, es gibt's. Es kann man eigentlich keinen Grund dazu nennen. Ausgerechnet Brüder. Sie waren sehr verschiedene Temperamente und Naturen. Und zwischen ihnen wuchs langsam ein Hass auf. Und eines Tages ist der eine Bruder Kain auf dem Feld und bearbeitet mit der Hacke sein Feld. Und da kommt sein Bruder Abel. Kain tut, als sieht er ihn nicht, er hackt weiter. Er kann diese sanfte Physiognomie nicht mehr sehen. Da geht's ihm hoch. Er hackt, aber der Abel kommt auf ihn zu und dann sprechen sie ein paar Worte. Und jedes, was der Abel sagt, reizt den Kain bis aufs Blut. Und auf einmal sieht er rot und dann nimmt er die Hacke und haut einfach in diese verhasste Physiognomie hinein. Und dann kommt er erst zu sich, als sein Bruder tot zu seinen Füßen liegt. Gott, was habe ich getan? Er schaut sich um. Keine Menschenseele. Ich bin hinterm Vorhang. Ich bin hinterm Vorhang. Ich sehe im Geist, wie er gleichsam mit höchster Eile eine flache Grube aufhabt und den Leichnam da hineinschiebt und zuschaut. Und nun ist ihm unheimlich der Platz. Er geht. Er lässt die Hacke liegen und geht. Er sieht sich nochmal um. Kein Mensch. Leben hinterm Vorhang. Kein Wort werde ich über die Sache verlieren. Meine Privatangelegenheit. Er geht. Auf einmal tönt eine Stimme. Kein! Ist doch niemand da. Er ahnt, was los ist. Kein! Wo ist dein Bruder Abel? Da entsetzt sich der Kain. Es geht ihm schrecklich mit dem Herrn Roten aus. Er sieht auf einmal, der Vorhang war offen und da saß der Zuschauer. Gott! Und nun spricht Gott nicht mehr. Kain! Wo ist dein Bruder Abel? Da geht Trotz in ihm hoch. Dann soll der Gott zuschauen. Er sagt patzig, bin ich Kindermädchen für meinen Bruder, such ihn doch. Da redet die Stimme weiter. Das Blut deines Bruders schreit zu mir. Ja, von dem Augenblick ab weiß kein die unheimliche Wahrheit. Mein Leben ist in jeder Sekunde auf offener Bühne. Gott ist da. Da. Es kann auch tröstlich sein. Da gibt es eine wundervolle Geschichte in der Bibel von einer Frau, die irrt mit ihrem Kind auf dem Arm durch die Wüste. Sie hat sich verlaufen. Der Wasserschlauch ist längst leer. Sie hat ihn weggeworfen. Und das Kind wimmert vor Durst. Und soweit das Auge sieht, nur flimmernde Sonne. Flimmernde Sonne. Und kein Wasser. Und das Kind wimmert. Und jetzt reißen die Nerven. Sie wirft ihr Kind unter den matten Schatten eines Dornstrauchs
und sagt, ich kann nicht sehen, des Knaben sterben, und hält sich die Ohren zu und läuft weg. Mein Elend hinterm Vorhang. Keiner kümmert sich drum. Keiner kümmert sich um mich. Flimmernde Sonne und kein Wasser. Und das Kind wimmert und jetzt reißt ihr die Nerven. Sie wirft ihr Kind unter den matten Schatten eines Dornstrauchs und sagt, ich kann nicht sehen, des Knaben sterben, und hält sich die Ohren zu und läuft weg. Mein Elend hinterm Vorhang. Keiner kümmert sich drum. Keiner kümmert sich um mich. Diese einsame, verzweifelte Frau. Keiner kümmert sich um mich. Keiner. Man muss nicht in der Wüste sein, um so todeinsam zu sein. Man kann so todeinsam auch in Nürnberg sein, ja? Und ich bin fest überzeugt, dass hier eine Menge todeinsamer Menschen sind, die den ganzen Tag unter Leuten sind und sind todeinsam. Todeinsam. Ich habe keinen Menschen, so irrt diese todeinsame Frau durch die Wüste. Auf einmal ruft eine Stimme, Hagar, so hieß sie, Hagar. Sie schaut sich um. Ich bin doch tot allein. Ich bin doch ganz verlassen. So verlassen wie ein Großstadtjunge oder ein Großstadtmädel. Hagar, ist denn einer da? Ist denn da einer? Wahrhaftig, da ist einer und sagt, Hagar, mach doch die Augen auf. Und dann springt vor ihren Augen eine Quelle auf. Er ist nicht nur da, er kann Quellen aufsprudeln lassen. Und dann holt sie ihren Jungen und drängt ihn und ist gerettet. Und nun weiß sie, auch das Elend war nicht hinterm Vorhang. Gott ist da. Und nun beschwöre ich beschwöre euch um euretwillen, fangt endlich an, mit dem lebendigen Gott zu rechnen. Hört mit dieser albernen Art auf, zu leben, als sei er nicht da und dann ab und zu sagen, ich glaube an Herrgott. Bitte, wenn ich richtig leben will, muss ich die ganze Wirklichkeit einkalkulieren. Wenn einer über die Autobahn läuft, dann kann ich ihm schriftlich geben, dass er überfahren wird. Mit Recht. Da brausen Autos mit 120 Kilometer Tempo. Wer da drüber läuft, hat die Wirklichkeit nicht einkalkuliert und kommt um. Und genauso ist ein Leben ohne Gott. Das ist ein wirklichkeitsfremdes, albernes, elendes Leben. Gucken sich doch die Welt an. Ist ja eine Welt ohne Gott. Ist das eine überzeugende Angelegenheit? Wird hier eine neue Generation kommen, die sagt, Schluss damit, fangen wir an, mit Gott zu rechnen. Du Gott siehst mich, du Gott siehst mich. Ich bin auf der Bühne und er im Zuschauerraum. Und es gibt keinen Winkel auf der Bühne, wo ich mich vor ihm verbergen könnte. Aber meine Freunde, ich erklärte Ihnen die ganze Zeit, wie sagt man? Ich erklärte Ihnen die ganze Zeit, dass die Frage dumm ist, wo ist Gott, nicht? Er ist da. Er ist da. Und ich sage nochmal, seitdem er sich in Jesus geoffenbart hat, ist Gottes Leugnung Dummheit oder Bosheit. Aber die Frage ist auch noch aus einem anderen Grund töricht. Ich habe das Thema gestellt, aber je länger ich drüber nachdachte, desto mehr merkte ich, das ist ja Unsinn. Wir fragen, wo ist Gott? Verstehen Sie, wenn ich Hausbesuche mache, dann kriege ich immer gefragt, zeigen Sie mir doch mal Gott. Alle Fernrohre haben nicht entdeckt, wo ist Gott? Und die Sehnsucht der Herzen sagt, wo ist er denn? Sehen Sie, ich habe, als ich heirate, gesagt, ich möchte 6 Jungs haben. Alle müssen Posaune blasen. Ich will einen Posaunenchor im Hause haben.
Und dann habe ich 2 Söhne gehabt und die sind beide schauerlich umgekommen. Verstehen Sie, da schreit man, wo ist denn Gott? Auf einmal ist alles dunkel. Vielleicht sitzen solche hier, die sagen, ja wo denn? Du sagst im dunklen Zuschauerraum, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Sehen Sie, jetzt muss ich Ihnen sagen, es geht gar nicht darum, dass wir fragen, wo ist Gott, der ist schon da. Sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Gott fragt die ganze Zeit, wo bist du eigentlich, Mensch? Sehen Sie, die Bibel sagt uns, du brauchst nicht lange fragen, wo ist Gott? Aber die Bibel sagt auf jeder Zeile, dass Gott fragt, Mensch, wo bist du? Damit fängt die Bibel an. Ich muss Ihnen doch die Geschichte erzählen. Der erste Mensch hieß Adam, hat ein Weib Eva, Kinder Gottes. Und da sagt Gott, an einer Stelle gebe ich ein Gebot. Und eines Tages übertreten Adam und Eva dieses Gebot. Sie plündern einen Baum, der ihnen nicht gehört. Kaum haben sie es getan, klopft ihr Gewissen. Es gibt ein Gedicht von Eichendorff, von einem, der sich an die Welt verlor, und wie er aufwacht vom Grunde, da ist er müde und alt, sein Schifflein liegt tief im Grunde, und still ist's rings in der Runde, und über den Wassern weht's kalt. So geht's auf einmal Adam, und still ist's rings in der Runde, und über den Wassern weht's kalt. Gott sagt ja zu Eva, komm, wir verstecken uns vor Gott. Und dann verstecken sich im äußersten Winkel des Paradieses hinter Büschen. Und seitdem verstecken sich die Menschen vor Gott. Sie verstecken sich auch vor Gott. Der eine versteckt sich hinter der Weltanschauung und sagt, ich habe eine Weltanschauung, da gibt's eben so einen Gott nicht. Und der zweite versteckt sich in der Arbeit. Ich kenne einen Mann, dem sagt, ich komme Sie mal in den Gottesdienst, sagt er, so faul kann nur ein Pastor sein, Sonntag feiern. Ich muss Sonntagmorgens um 8 in meinem Büro sein, sonst komme ich zu nichts. Er versteckt sich hinter der Arbeit. Der dritte versteckt sich hinter seinem guten Wesen. Ich brauche das nie, ich bin ein guter Mensch. Ach, der Mensch versteckt sich. Und nun kommt Gott durch den Paradiesesgarten und ruft, Adam, wo bist du? Und damit ist eine Melodie angestimmt, die bis heute nicht verstummt. Gott sucht seine verlorenen Menschenkinder. Gott sucht seine verlorenen Menschenkinder. Wir brauchen nicht Gott suchen. Gott sucht uns. Mensch, wo bist du? Es braucht keiner Gott zu suchen, der ist schon da. Gott sucht uns. Gott sucht verlorene Menschenkinder. Sehen Sie, das ist eigentlich der Sinn dieser Vorträge, dass ich Ihnen sage, Gott sucht Sie. Es ist ihm unheimlich ernst. Es ist ihm so ernst, dass er seinen eingeborenen Sohn schickt. Was ich eben sagte, dass er in Jesus selber auf die Bühne kommt, wo sie in allen Ecken versteckt haben. Jesus sucht. Er sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es sitzen hier so viele, die sind vor Gottes Augen verloren. Jesus sucht sie. Darum gibt es keine Ruhe in der Welt mit dem Christentum. Und wenn man alle Bibel verbrennt und alle Pastoren totschlüge, dann gibt es keine Ruhe. Wenn man alle Kirchenabrisse und alle christlichen Schriften verbrennen würde, gibt es keine Ruhe. Warum? Jesus sucht sie. Jesus geht durch die Straßen Nürnbergs und sucht sie. Du, wo bist du? Auf Wegen, die schrecklich sind. Auf schrecklichen Wegen bist du. Weißt du, dass man in die Hölle kommen kann? Dass man verloren gehen kann? Und nun sucht Jesus verlorene Menschenkinder. Es ist ihm so ernst damit, dass er sich ans Kreuz schlagen lässt. Hören Sie, dass der Mitte des Evangeliums, da ragt hoch ein Kreuz und da ist einer angenagelt, dieser Jesus. Die Hände Gottes sind schauerlich durchbohrt.
und bluten aus. Das edle Angesicht, der vor das Reich der Welt erschrickt und wird zunichte, zerrissen von der Dornenkrone. Da hängt er am Kreuz. Wissen Sie warum? Weil er sie in ihrer Schuld und ihrer Verlorenheit sucht. Dann steht er von den Toten auf. Ach, ich rede von einem Jesus, der aus dem Grabe kam. Das ist eine tolle Geschichte. Wie er am Kreuz gestorben war, hat man ihn in Felsengrab gelegt und Felsblatt davor getan und Wässer davor gestellt. Und im Morgengrauen wird's hell, wie wenn eine Atombombe explodiert. Der Stein fliegt weg und dieser Jesus kommt heraus. Und jetzt geht's erst recht los. Jesus sucht sie. Mensch, wo bist du? Sehen Sie, da war ich ein 18-jähriger junger Offizier im Ersten Weltkrieg. Ein schnieker Bursche. Damals war ich noch jung und schön. Ne? Lange her im Ersten Weltkrieg. Und wenn ich beim Rasieren in den Spiegel schaute, damals hat man sich noch nicht elektrisch rasiert. Das kann man ohne Spiegel. Wenn man Rasieren in den Spiegel schaute, da hatte ich meinen Spaß daran, was da rausguckte, nicht? So geht's Ihnen doch auch, nicht? Meinen Spaß da. Bis zu der Stunde, wo ich den Schock bekam und auf einmal wusste, mein ganzes Leben auf offener Bühne. Und wissen Sie, in dem Augenblick verstand ich mit einem Schlag ein Wort, das mir vorher so dumm vorgekommen war. Das Wort Sünde. Sünde, ich dachte, das ist so ein Theologenwort, nicht? So, das hat ja im Alltag nichts zu sagen. Und plötzlich wusste ich, was ich da auf offener Bühne vor den Augen Gottes gespielt habe, war Sünde. Und nun wusste ich auch nicht weiter. Können Sie mir glauben, dass ich auf dem Pferd gesessen habe und habe meine Hände gefaltet, nach Jahren zum ersten Mal. Lieber Gott, lass mir nicht den Todesschuss nicht kriegen, ich wusste auch nicht was, ehe die Vergangenheit ausgelöscht ist, ehe ich mit dir in Ordnung bin. Ich hatte Angst vor Gott. Und das saß er und ich spielte weiter auf der Bühne und ich konnte aus meiner Haut nicht raus. Und dann kriege ich ein Testament in die Hand und da steht drin, Jesus Christus ist gekommen in die Welt, die Sünder selig zu machen. Sünder. Da will ich dabei sein. Sünder bin ich, da braucht mir kein Pfarrer was zu sagen. Selig werden, das ist ja, wo das alles in Ordnung kommt. Ich wusste nicht genau, dass alles in Ordnung kommt. Wenn Jesus Sünder selig macht, dann muss Jesus in mein Leben kommen. Und verstehen Sie, in dem Augenblick hörte ich zum ersten Mal die Stimme des guten Hirten. Wilhelm Busch, wo bist du denn? Herr, habe ich gesagt, am Rand der Hölle. Ich kann morgen einen Schuss kriegen und bin ewig verloren. Das war eine Stunde, wie Jesus mich fand und ich ihn. Ich könnte heulen, wissen Sie, alter harter Kerl, aber ich könnte heulen, wenn ich dran denke, dass der Herr Jesus so lange sich wegen mir, kleine Kerl, Mühe gemacht hat, bis er mich gefunden hatte. Und jetzt hat er mich nach Nürnberg geschickt, um Ihnen zu sagen, er sucht Sie jetzt. Sie brauchen nicht zu fragen, wo ist Gott? Er fragt die ganze Zeit, wo sind Sie denn? Nicht, er sucht Sie. Die Hirtenstimme Jesu geht durch die Welt. Und da sagt er, meine Schafe hören meine Stimme. Hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Hören Sie die Stimme? Ich schließe mit einem kleinen Erlebnis. Da war ich mal in Kanada. In einer kleinen kanadischen Stadt hatte ich gesprochen. Und dann sage ich möchte noch einen Spaziergang machen in die Prärie. Und da sagen die mir, seien Sie vorsichtig, die Prärie ist endlos. Wenn Sie sich verlaufen, Sie können tagelang laufen, ehe wieder eine Stadt kommt. Sie können im Kreis laufen, sie ist keine Markierung, nur wie ein ewiges Meer von kleinen Hügeln. Oh, sage ich, ich bin ja konfirmiert, so dumm bin ich gar nicht, wie ich aussehe. Und dann zog ich los. Und dann wurde es allmählich Abend. Und ich will umkehren und dann merke ich, wirklich, wo ist denn die Stadt? Wo ist das Städtchen? Na, das sind 10 Häuser, so ein Städtchen. Wo ist es? Ich fange an zu laufen. Und dann mache ich mir klar,
Nur ein kleiner falscher Winkel und ich laufe ins endlose Prärie, wo man später mein Skelett finden wird, nicht? Da ist noch einsamer Raum. Und dann packt mich die Angst. Auf einmal entdecke ich meine Verlorenheit. Mensch, jetzt geht's um Leben und Tod. Rumrennen hat gar keinen Sinn. Ich rufe, keiner hört. Und da setze ich mich hin, in gelinder Verzweiflung. Und auf einmal höre ich so merkwürdige Laute. Hallo, wo bist du? Ich brülle los, hier! Ich konnte mich nicht mehr selber retten, verstehen Sie? Ich konnte mich nicht mehr selber retten. Ich konnte noch schreien, hier bin ich verloren! Hallo, wo bist du? Und dann gehen Sie mit Ihren Sprachrohren, mit denen Sie brüllten, immer meinem Gebrüll nach, bis Sie mich hatten. Sie hatten sich aufgemacht, mich zu suchen. Und sehen Sie, vielleicht geht Ihnen eines Tages auf, so verloren bin ich in dieser Welt. Und wo geht denn mein Weg hin? Und Gott ist so fern und über den Wassern weht's kalt. Und dann hört man die Stimme Jesu. Die Stimme Jesu. Hallo, wo bist du? Hier schreien Sie, ich bin verloren. In Sünde, in Ketten, in tausend schrecklichen Dingen, in Unglauben. Schreien Sie los, sagen Sie es Gott. Jesus peilt Sie an. Und das ist mein Gebet, dass in diesen Tagen Jesus ein paar Menschen findet. Dass er von der Frage, wo ist denn eigentlich Gott, dahin kommen, dass Jesus sie findet. Amen. Leute, ich habe die große Bitte, machen sich mal die 5 Abende frei. Mir ist gesagt worden, ich soll du sagen, aber ich kenne sie nicht, sage also sie, nicht wahr? Machen sich doch mal die 5 Tage frei. Man kann an einem Abend nicht alles sagen. Ich erzähle so gern die schöne Geschichte, wie ich mal in Speyer war. Und da hatte ich 3 Vorträge. Und nach einem ersten Vortrag kommt ein junger Mann und sagt, guten Abend, Pastor Busch, und auf Wiedersehen. Na, ich sage, auf Wiedersehen morgen. Nee, sagt er, morgen kann ich nicht. Warum nicht? Ja, da habe ich Tanzstunde. Ah, sag ich, wie dumm. Also übermorgen. Nee, sagt er, übermorgen kann ich auch nicht. Warum nicht? Da habe ich Fußballtraining. Da kriegt die kalte Wut und sagt, jetzt will ich dir mal einen Vorschlag machen. Jetzt bringst du morgen den ganzen Tanzverein mit und übermorgen einen Fußballclub. Sagst, du könntest nicht kommen, soll mit dir gehen. Und was meint, der Junge tat das. Mir gegenüber war so eine Galerie, die war erst leer. Am nächsten Tag saß da so richtig so, man sah das, die Tanzstunde. Und dann kamen die Athleten vom Fußball am 3. Abend. Und so machen sie es auch mal, nicht? Kommen Sie und lassen sich durch nichts abhalten. Und zweitens, machen Sie es wie der junge Mann, bringen Sie mal mit. Sehen Sie, ich sage das nicht, weil ich eine volle Saal haben will. Das habe ich in Essen jeden Sonntag und da brauche ich nicht nach Nürnberg zu kommen. Ich will auch mal angeben. Sondern mir brennt die Botschaft auf dem Herzen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch die Chance haben, so das Evangelium zu sagen. Wissen Sie? Manchmal habe ich so das Gefühl, es kommt so dunkel herein und es steht in der Bibel, dass mal eine Zeit kommt, wo Gott einen Hunger ins Land schickt, sein Wort zu hören, und sie werden umlaufen von einem Meer zum anderen, es nicht finden, weil die Zeit kommt. Darum möchte ich sagen, benutzen Sie die Gelegenheit. Wir laden ein. Wissen Sie, wollen Sie mir mal helfen, einladen? Das ist doch eine kümmerliche Sache für Nürnberg. Finden Sie nicht? Wenn wir dann noch alle über 30 Jahre raussetzen, Mensch, das ist ja ganz kümmerlich. Wir machen das jetzt so. Jeder überlegt sich einen, der heute nicht hier war, oder eine. Und die bringt er morgen mit. Hier können noch genauso viele Schüler reingestellt werden, als jetzt stehen. Es stehen 2600 und es können 4300 reingestellt werden. Beinahe doppelt so viel. Verstehen Sie? Wir stellen morgen im Vertrauen auf euch 1000 mehr rein. Machen wir? Jeder überlegt sich einen, ruft ihn heute Abend noch an, Mensch, du musst kommen. Und holt den morgen ab, schleppt ihn bei, tot oder lebendig, nicht? Also, helft mir mal so ein bisschen mit, lieben Leute. Und dann habe ich noch was. Der Jugendpfarrer hier, der Pfarrer Wolf, der sagte, soll man hier eine Kollekte einsammeln? Da habe ich gesagt, nicht eine Kollekte, aber ein Opfer. Jetzt passen Sie mal auf. Haben Sie ein Portemonnaie? Geldbeutel? Haben Sie? Gut. Also die unter Ihnen,
die gegen die ganze Sache sind und sowieso kein Geld haben und für Weihnachten sparen, die dürfen dran vorbeigehen und geben nichts. Das sieht sie keiner scheel an. Es geht uns nicht um ihr Geld, sondern dass Jesus sie findet. Aber wer will, kann auch für die Sache Gottes mal ein Opfer geben. 5 Pfennig sind kein Opfer, denn schon lieber gar nicht. Nicht? Der Pfarrer Wolf kann mit 5 Pfennig auch nichts anfangen für die Jugendarbeit. Nicht? Schmeiß ruhig mal 5 Mark da rein. Wenn schon, denn schon. Wir haben in Essen einen Wahlspruch, der heißt so, passen Sie auf, die Essener Rechnung. Wenn ich Doppelte gebe von dem, was ich mir jetzt gerade vorgenommen habe, wenn ich Doppelte gebe von dem, was ich mir vorgenommen habe, habe ich genau die Hälfte von dem gegeben, was Gott von mir erwarten konnte. Haben Sie verstanden? Wer es nicht versteht, soll einfach mit 4 multiplizieren, da kommt er so ungefähr hin. Aber wie gesagt, es geht nicht um ihr Geld, sondern dass sie den Ruf des Herrn Jesu in diesen Tagen hören. Aber wissen Sie, es steht doch in der Bibel, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und da möchte ich auch dabei sein. Doch Herr ist hier. Darum können wir mit ihm reden. Es ist da einer, der uns hört. Wollen wir nicht den Tag damit beschließen, dass wir mit ihm reden? Herr, da sind so viele unter uns, die kennen dich nicht. Sie sehnen sich danach, aber sie kennen dich nicht. Und darum bitten wir, tue du blinde Augen auf. Herr, gib Augen, die was taugen. Rühre meine Augen an. Denn es ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Amen.